Heute stelle ich euch meine Käufe vor, die ich auf das Spiel 2024 gemacht habe. Fangen wir mit einer positiven Überraschung an. Rumblebots ist ein Auto-Battle-Spiel, ähnlich wie man es von Challengers kennt. Also sprich, wir haben ein Deck und decken dann in der Kampfphase nacheinander die Karten auf, solange bis der gegnerische Roboter besiegt wurde. Dann muss man mit der Karte den Angriff vom Gegner abwehren. Ich hatte das Spiel auch auf dem Schirm, aber eher so unten in meiner Liste, weil ich noch unentschlossen war vorher, ob das Spiel auch wirklich was kann. Aber ich war dann doch positiv überrascht von dem Spiel, da es gefühlt die Kritikpunkte, die ich bei Challengers hatte, gefixt hat, weil man hat bei den Karten auch coolere Effekte und bei den Karten, die man sammelt, kann man halt in der Verteidigungsphase darauf achten, dass man dieselben Farben sammelt, damit die in der Verteidigung stärker sind, als wenn sie einzeln kämpfen. Und für den Preis von 25 Euro war ich echt überrascht von der Komponentenqualität. Wir haben hier ein Double-Layer-Player-Board, wo dann diese Kristalle dann geschoben werden, die man dann nutzen kann, um sich andere Karten zu kaufen. Und ist auch schön kleiner und leichter und kompakter als Challengers und ist auch schneller gespielt. Aber dafür natürlich auch nur bis 4 Spieler. Und ich denke auch, der Sweet Spot wird sein, zwischen 3 und 4 Spieler zu spielen. Aber das ist auch kein Problem, weil ich mehr als genug 2-Spieler-Spieler habe. Wie zum Beispiel das nächste Spiel SkyTeam. Die SkyTeam-Erweiterung ist wahrscheinlich mein Lieblingskauf auf der Messe, weil SkyTeam mein Lieblingsspiel des Jahres ist. Die Erweiterung kam in dieser Papierpackung. Diese habe ich hier in der Box verklebt und noch ein bisschen Flair hinzuzufügen, aber ich kam auf die Idee, nachdem ich das aufgerissen habe. Also wenn ihr das auch machen wollt, dann achtet darauf, dass ihr nicht so viel von vorne abreißt. Mit der Erweiterung nicht nur hier süße Pinguine bekomme, sondern auch noch ganz viele verschiedene Szenarien und neue Module und auch neue Flugbahnen, dem wie die Wetterlage ist, nochmal für mehr Variabilität und Komplexität sorgen. Und ich für 12 Euro, glaube ich, mehr als genug Spiel für das nächste Jahr habe. Und ich finde, das ist ein ziemlich guter Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn wir über Preis-Leistung reden, dann muss ich auch über Quiet House reden. Das Spiel hat mich 20 Euro gekostet, obwohl online stand, dass es eher um die 25 Euro kosten sollte. Das ist ein Spiel von Mandu Games, die letztes Jahr der Veil of Eternity rausgebracht haben, was ich aber nicht bekommen habe. Und dieses Jahr war ich vorbereitet. Ich habe einen guten Freund von mir das vorher kaufen lassen, sodass ich das noch bekommen habe. Sonst habe ich auch viele Spiele nicht bekommen, als ich dann am Freitag da war. Aber da war ich auch mega happy, das bekommen zu haben, weil das ist ein kooperatives Spiel, bei dem die Kommunikation limitiert wird durch diese Affenschilde, mit dem man mitteilen kann, ob die Änderungen, die gemacht wurden, gut oder schlecht für einen sind. Bei dem Spiel sind wir Geister, die in einem verlassenen Schloss Statuen verschieben und bis zum Sonnenaufgang versuchen, eine Konstellation zu finden, bei dem alle zufrieden sind. Bei dem Spiel sieht man seine Ziele, welche Statue circa wo sein soll. Und das Coole bei dem Spiel ist, auch wenn man dieselben Bedingungen hat, gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man alle Bedingungen für alle Spieler erfüllen kann. Und ich hatte beim Regelnlesen gedacht, dass es so einfach ist, aber nee, nach 3-4 Runden kann ich sagen, es ist schon eine ordentliche Herausforderung, gemeinsam zum Ziel zu kommen. Und was ich auch cool bei dem Spiel finde, ist, dass die verschiedenen Statuen, die man verschieben kann, verschiedene Effekte haben und es auch noch Rückseiten gibt, die auch nochmal den Effekt der einzelnen Statue verändern und eine beliebige Kombination von den Statue-Effekten machen kann, sodass man auch sehr viel Spielvarianz hat. Evil Dead 2, 1%, kommt auch außerhalb von Europa, nämlich aus Amerika. Und ich habe es an den Stand angespielt, direkt verstanden und mir hat es gefallen und ich habe es mitgenommen. Für 20 Euro ist das zwar etwas teuer dafür, dass es sich nur um Karten und Würfel handelt, aber die Qualität der Karten ist top und ich mag den Artstyle sehr. Und zusätzlich gab es noch eine Promo-Pack, die Stellung der Finger verändert. Und das Spiel funktioniert so, dass man versucht, zweimal die Null zu würfeln und wenn man es geschafft hat, gewinnt man das Spiel. Vorher gibt es eine Bluff-Phase. Das heißt, wir haben dann 3 Karten auf der Hand und sagen dann zum Beispiel, dass es 5 Köpfe geben wird und der nächste Spieler muss sagen, okay, ich glaube dir das, dass wir 5 Köpfe aufdecken werden. Glaubt einen das und muss eine höhere Zahl sagen, aber es muss jetzt auch nicht Köpfe sein. Ihr könntet zum Beispiel 7 Hände sagen oder 8 Hände, also wie auch hoch er will, Hauptsache höher. Und wenn der ein Spieler sagt, nee, ich glaube dir das nicht, dann können die anderen Spieler sagen, ob die das glauben oder nicht und dann wird aufgedeckt. Und wenn der Spieler Recht behalten hat, dann ist derjenige, der den Bluff gecallt hat, raus. Und wer Recht hatte, bleibt drin. Das geht so lange, bis nur noch ein Spieler da ist, der dann 3 Belohnungen bekommt. Eine Belohnung kann ausgegeben werden, um zum Beispiel den Würfel zu würfeln oder eine von den 3 Belohnungen zu nehmen, die ausliegen. Diese Belohnung könnte zum Beispiel eine Zahl sein, wie diese 4. Das heißt, die 4 ist eine Gewinnerzahl bei mir. Das heißt, wenn ich eine 4 würfel, gilt die eigentlich so wie eine 0.
Und diese behalte ich auch über mehrere Runden. Und dann gibt es auch noch Karten mit Special-Effekten. Günstiger bin ich bei der Far-Away-Erweiterung rausgekommen. Für 6 Euro bietet die Erweiterung neue Karten an, die es ermöglichen, zu 7 zu spielen, statt nur zu 6. Und es gibt auch neue Tempel. Und auch die Tempelsymbole werden gescored. Und es gibt auch Figuren, die auch die graue Farbe haben. Und es gibt auch eine neue Siegpunktmöglichkeit, dass man für 3 verschiedene Symbole, also ein Set aus 3 Symbolen, auch nochmal Siegpunkte gibt, wodurch es nochmal legitimer wird, nun nicht für ein einziges Symbol und Farbe zu gehen, sondern auch für verschiedene Symbole zu gehen. Zu guter Letzt habe ich zum ersten Mal mich auf das Spiel verabredet und etwas Gebrauchtes gekauft, nämlich Attack on Titan, das Deckbuilding-Spiel. Nicht zu verwechseln mit Attack on Titan, The Last Stand, wo es diesen aufgestellten Titan gibt und welches auch bei uns zu holen gibt. Die Deckbuilding-Version, die kam nicht in Deutschland raus, sondern nur in Amerika. Und es ist ein kooperativer Deckbuilder. Da ich kooperative und Deckbuilding-Spiele mag und auch Attack on Titan, bin ich mal gespannt, wie das Spiel wird. An sich habe ich auch nur 18 Euro bezahlt, weil die Box eine Delle hat. Es gab auch noch andere Angebote, wo die Box gut war, aber die gingen eher so um die 30 Euro. Und da dachte ich mir, solange die Spielkomponenten gut sind, nehme ich dann lieber die günstige Variante und bin mal gespannt, wie mir das Spiel gefällt.